reden. Ich habe eigentlich seit diesem Ereignis des 11. September 2001 zumindest nicht öffentlich darüber gesprochen. Das ist heute auch das erste Mal und ich hatte es eigentlich auch nicht vor. Der Club der klaren Worte ist eine unabhängige und überparteiliche Informationsplattform. Wir werden von keiner Organisation oder Partei finanziert. Ausschließlich unsere Zuschauer und Leser unterstützen unsere Arbeit. Vielen Dank dafür. Guten Tag, mein Name ist Markus Langemann, ich bin Publizist. Mit dem Club der klaren Worte haben wir am 4. November 2023 den ersten Kongress der klaren Worte veranstaltet. Die Vorträge und Diskussionsbeiträge sehen Sie auch in der Mediathek unter clubderklarenworte.de. Und auf diesem Kongress hat erstmals ein deutscher Experte für Baustatik nach über 20 Jahren öffentlich Stellung bezogen zu 9/11. Professor Dr. Maximilian Ruppertsch spricht aus seiner professionellen Sicht als Baustatiker über die Twin Towers in New York und den Paradigmenwechsel in der Wissenschaft, der für ihn mit diesem Terrorakt begann. Wenn Sie möchten, dass mehr Menschen dieses Video sehen, kommentieren Sie es bitte kurz und liken Sie es. Mehr unabhängige und überparteiliche Informationen finden Sie auf clubderklarenworte.de. Hier ist der Kongressmitschnitt dieses Interviews. Meine Damen und Herren, zumindest dieses Versprechen haben wir jetzt gehalten. Das war jetzt weniger als eine Minute. Und deswegen gibt es jetzt auch einen sehr guten Grund, Professor Ruppert auf die Bühne zu bitten. Dr. Maximilian Ruppert. Wir setzen uns jetzt bitte. Meine Damen und Herren, vielleicht ganz kurz nur zur Erläuterung, zur Biografie. Maximilian Ruppert ist Experte im Bereich Baustatik und Physik und hat damit natürlich auch umfangreiche Erfahrungen in der Analyse von Baustrukturen und gerade seine Expertise in der Physik von Explosionen werden wir jetzt zu Beginn dieses Gesprächs mal ganz kurz diskutieren. Ich garantiere Ihnen, ich verliere nicht die Distanz zum befragenden, in dem Fall Objekt. Gleichwohl kennen wir uns persönlich und gestatten Sie mir, ich darf ihn duzen, wir kennen uns seit etwa einem Jahr, kennen uns nicht besonders gut, aber wir wohnen in München, beide in der gleichen Region und wir haben im Vorfeld gesagt, es wäre jetzt albern, wenn wir Ihnen etwas vorgaukeln würden, das überlassen wir gerne anderen Foren und Medien und deswegen gehen wir so miteinander um, wie wir es machen, wir duzen uns hier. Schön, dass du da bist, Maximilian. Ja, vielen Dank. Maximilian, wir haben die Überschrift für diese kurze Interviewsequenz gewählt. 9/11, der Anfang vom Ende der Wissenschaft. Vielleicht magst du aber zunächst erst einmal über dein Lehrgebiet in Ingolstadt etwas sagen. Was ist deine Profession genau? Ja, also wenn man mich googelt, findet man mich unter anderem eben auch als Professor an der Technischen Hochschule in Ingolstadt. Und da steht als Titel bei mir Grundlagen der Ingenieurwissenschaften. Und das sind eigentlich genau meine Fächer wie Statik, Mechanik, Festigkeitslehre, aber auch, sag ich mal, Beurteilungen des gebäudetechnischen Risikos aus ingenieurtechnischer Sicht. Das sind so meine Fächer, neben Innovationsmethoden, das Ganze noch ein bisschen abrundet. Du warst damals ein junger Mann, als es das Ereignis 9/11 gab und wir hatten auf einer privaten Veranstaltung darüber gesprochen. Das hat mit dir etwas gemacht. Du warst damals, das war damals genau dein Kerngebiet, nämlich Explosionen und Baustatik. Und ich würde dich bitten, dass du das, was du damals erlebt hast, was du gespürt hast, dass du das vielleicht einfach noch ein bisschen schilderst. Ja, gern. Vielleicht nicht ohne zuvor, vielleicht auch die Historie. Wie kam es eigentlich dazu, dass wir jetzt hier sprechen? Der Markus, der hat mich ein bisschen, ich sag's mal so direkt dazu genötigt, ja, hier über 9/11 zu reden. Ich habe eigentlich seit diesem Ereignis des 11. September
2001 nicht, zumindest nicht öffentlich darüber gesprochen. Das ist heute auch das erste Mal und ich hatte es eigentlich auch nicht vor. Aber wie du schon richtig sagtest, auf dieser privaten Veranstaltung haben wir uns darüber unterhalten und dann hast du mich eben nach einiger Zeit danach gebeten, im Rahmen deiner Veranstaltung darüber zu sprechen. Ich war hin und her gerissen und so ganz 100% überzeugt noch nicht. Aber vielleicht kommt es ja jetzt noch mit dem Redefluss, so wie damals auf der Veranstaltung. Ich konnte dann auch gar nicht mehr aufhören, darüber zu reden. Und jetzt ist da ein Publikum da. Vielleicht erzähle ich einfach mal, warum ich die Situation beurteilen kann. Also da hole ich jetzt mal ein bisschen aus. Ich als kleiner Junge habe ich schon immer gern mit Sprengstoff hantiert, nicht ganz legal. Mein Vater hat mich unterstützt. Das ging dann so weit, dass wir ein Stück vom Garten in Form eines halben Meter tiefen Kraters entfernt haben. Ich habe nicht Schimpf gekriegt, ich hatte aber ein schlechtes Gewissen an meinem Vater, mit dem wurde dann von meiner Mutter 3 Tage nicht mehr gesprochen, weil er hat es besorgt in den Apotheken, immer so grammweise, 24 Apotheken in München, da konnte man das noch, das geht heute alles nicht mehr. Also mich hat für mein Leben eigentlich schon als Kind das Thema fasziniert, Sprengung. Und was habe ich gemacht, wo ich 18 war? Ich bin zum Technischen Hilfswerk und habe da auch meine Sprenglehrgänge absolviert und dann durfte ich auch endlich legal. Ja. Schornsteine, Bäume und so weiter. Also ich weiß wirklich praktisch, wie man das macht, also wie man auch eine Schersprengung anlegt, um zum Beispiel Gleise kaputt zu machen, damit der Zug entgleist. Das haben wir damals wirklich auch beim THW so gelernt. Muss man wissen, das Technische Hilfswerk hat natürlich auch eine Historie, wo man eben auch früher sowas im Portfolio haben musste. Und es waren so meine ersten baustatisch-praktischen Berechnungen. Dann habe ich an der TU München Bauingenieurwesen studiert, das kürze ich kurz ab, bin danach direkt an die Bundeswehr-Uni und habe da eben 4,5 Jahre zu dem Thema Beschuss und Explosion auf Bauwerke promoviert und habe dann im September 2000, also genau ein Jahr vor 9/11, ziemlich genau sogar, fast auf den Tag, meine Dissertation verteidigt zu eben diesem Thema und war wohl, ich würde jetzt mal sagen, in aller Bescheidenheit, also einer der wenigen, die letztendlich einen Standard auch geschaffen haben zur Berechnung von solchen Dingen. Und jetzt komme ich zur eigentlichen Frage, die zu beantworten. Genau ein Jahr später, ich war noch am Lehrstuhl für Baustatik und numerische Methoden und wir haben eine kleine Feier gehabt anlässlich der Promotion meines lieben Kollegen, der eben ein Jahr später promoviert hat. Das war genau an dem Tag, am 11. September und wir haben ordentlich gefeiert, wie sich das halt auch gehörte. Ich meine, man forscht da wirklich, man muss das so sehen, so 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Es geht einem immer durch den Kopf jahrelang sein Thema, für das man Feuer und Flamme brennt. Und deswegen haben wir das auch bei meinem lieben Kollegen gebührend gefeiert. Die Feier war dann plötzlich vorbei, da sind dann so Monitore, große, reingerollt worden. Ich weiß es noch wie heute, obwohl es schon so lange her ist. Und dann war die Party vorbei und dann, es war auch Militär da, es waren eigentlich alles, was Rang und Namen hat, war da. Amerikaner waren keine da, normal sind die immer da, wenn es was zu feiern gibt und das war dann auch der Anlass, warum einer vom höherrangigen Militär dann gesagt hat, schaut mal, was da passiert ist, die Amis, die bringen da diese Türme zum Einsturz und haben uns nicht mal Bescheid gegeben. Das ist ja eine Frechheit, ja, wenn es bei uns was zum Sprengen gibt. Ich zitiere jetzt, dann kommen die mal zum Saufen und Fressen und jetzt können wir zu denen nicht. Also es war die spontane Reaktion in den ersten Sekunden, nachdem wir diese Bilder gesehen haben. Das ist aber dann schnell still geworden, weil wir gemerkt haben, oh, da sind Menschen zu Schaden gekommen. Da ist uns die Spucke weggeblieben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ist das so zu verstehen, dass diese kleine Gruppe aus ihrer Profession heraus die Bilder gesehen hat und sofort eine Beurteilung abgeben konnte? Ich meine, sowas klingt ja absurd, ja, also wer kann schon sofort beurteilen, aber du hast ja vorher erläutert, wie lange du an diesen Themen arbeitest. Also wir alle in dem Raum haben diese Themen untersucht, also das war eine kleine Community im deutschen Sprachraum, sag ich mal, da gab es noch eine in Israel, mit denen wir eng Kontakt hatten und in
in den USA und in Fernost auch. Und das war's dann. Also man kannte jeden. Und an diesem Tag waren halt die in der deutschen Community waren, Berlin, Freiburg, im Breisgau, München, Bundeswehr-Uni eben, waren alle beieinander. Und wir wussten eigentlich sofort, wenn wir auf die Art Gebäude einstürzen, das kann nur ein geplantes Vorgehen sein. Wir haben auch irgendwie so das Gefühl, wow, Respekt, das ist echt sauber gemacht, also das muss man mal hinkriegen. Das ist nicht einfach, Sie müssen sich das so vorstellen, also ich halte jetzt keine Baustatik-Vorlesung, keine Angst, aber nur ganz kurz. Also um eine Statik aufzustellen, damit ein Gebäude hält, dieser Größenordnung auch, ist vielleicht der Aufwand ein Hundertstel auch von der Expertise im Vergleich dazu, dass man so ein Gebäude eben so auf diese Art und Weise zum Einsturz bringt. Ich meine, umhauen kann man es immer, aber dass das so ohne große Kollateralschäden. Also sprich, Vorsicht, wir müssen hier in Respekt Respekt natürlich vor den Menschen, die zu Schaden gekommen sind, aber normalerweise ist ja so, dass man die Gegend also räumt und dann das Gebäude so zum Einsturz bringt, wenn man es abreißt, plangemäß, dass das halt gerade in sich zusammenstürzt und eben keine großen Kollateralschäden infrastruktureller Art und schon gar nicht personeller Art eben mit sich bringen. Also das bedeutet wirklich bei so einem Gebäude 2 Jahre schwerste Arbeit und Vorbereitung. Also sowohl ingenieurtechnisch, berechnungstechnisch, also heute virtuell mit dem Computer, als auch wirklich vor Ort eben Hand anlegen. Also ich habe mir mal einen Schornstein gesprengt und da gehen wir mit der Flex ran beim THW und tun jeden Blitzableiter vorher durchtrennen. Weil so eine kleine Störstelle kann es im Umfallen passieren, dass er sich dreht und dann. Und mein Sprengmeister, Gott hab ihn selig, der uns beim THW das beigebracht hat, der hat immer gesagt, Leute, ihr dürft einen Fehler nicht machen. Vorher sagen, wo der Schornstein umkippt, sondern nachher sagen, da wollte ich ihn haben. Also so schwierig ist das so zum Einsturz zu bringen. Das ist große Kunst. Gab es denn nach Wahrnehmung dieses Einsturzes, gab es irgendeinen Zweifel, den man in diesem kleinen Zirkel hatte, dass man gesagt hat, naja, vielleicht ist es tatsächlich doch ein anderes Ereignis, weil die Flugzeuge haben wir alle gesehen? Nein, kein Zweifel. Nicht einer. Das gab es nicht. Also es war uns sofort klar. Das muss durch eine geplante Explosion, wie die auch immer zustande kam, welcher Sprengstoff an welcher Stelle, das ist Detailarbeit, aber uns war sofort klar, die sind plangemäß zum Einsturz gebracht worden. Und wir haben ja nur 2 Türme gesehen. Das mit dem 3. Turm, das habe ich erst Jahre später verstanden. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das haben wir alle nicht mitgekriegt. Wir wollen an dieser Stelle auch gar nicht das Ereignis und sozusagen die mediale Berichterstattung darüber diskutieren, sondern wir nehmen das jetzt einfach mal so hin. Ja, wir haben hier eine Kompetenz sitzen und er spricht sozusagen auch ohne Autorisierung für einen Kreis von Wissenschaftlern und auf eine klare Frage, gab es Zweifel, kommt eine klare Antwort, nein. Du hast viele Jahre, du hast ja eingangs gesagt, ich möchte das nur, dass wir das auch vielleicht selber hier nochmal entsprechend beurteilen können. Du hast gesagt, du hast noch nie darüber gesprochen, aus guten Gründen. Ja. Warum? Ich habe vorher in den Beiträgen, ich habe zugehört und es kam eigentlich bei einigen raus, also gerade Bernd Fleischmann hat das vorhin auch super gesagt, hat sich bedankt bei denen, die sich diesen Mut leisten können. Ich würde das auch noch gerne ergänzen und sagen, man muss sich diesen Mut leisten können. Ich konnte mir den Mut damals nicht leisten, aufzubegehren, oder ich habe ihn mir nicht geleistet. Ich habe mich auch jahrelang da auch geschämt drüber, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte eigentlich aufbegehren müssen. Du warst damals 28 Jahre alt. Ja, ich war damals 28, wo ich meine Promotion abgegeben habe. Ja, du warst ungebunden frei, hattest wahrscheinlich noch keine Familie zu versorgen. Du hättest aufstehen können. Das stimmt, aber ich hatte eigentlich vor, eine Familie zu gründen. Meine liebe Frau, die sitzt hier, wir waren damals auch in der aktiven Übungsphase, in der Planung der Familiengründung. Okay. Und es hat ja auch geklappt. Ja. Und so war die Situation damals. Also es gab schon den Punkt, wo ich aufgestanden bin und laut wurde. Und dann habe ich gemerkt, was das für Konsequenzen hat. Und war dann erstmal still. Also man muss sich das so, vielleicht auch, warum bin ich überhaupt heute hergekommen und rede über 9/11? Wie gesagt, ich hätte es ja schon früher tun können, aber es ist ja auch schon so lange her. Aber ich glaube, es gibt eine Motivation, warum ich das heute mache, weil ich
ein bisschen auch dafür Verständnis werben möchte, wenn Sie sagen, warum steht die Wissenschaft nicht auf? Also zumindest die 3%, ja, die es angeblich sind, weil die 97% sind ja alle einer Meinung, ist auch Quatsch. Aber wo sind die 3%? Ich kann es nur aus meiner eigenen Historie Ihnen erklären. Also ich war damals 28, gebe meine Promotion ab. Dann dauert es Monate, man zittert, dann ist es endlich soweit, dass man sich verteidigen kann. Ja, und dann bekommt man da einen Titel, schön geschmückt. Ja, und ein Jahr später ist man erstmal unter Schockstarre und sagt, habe ich jetzt wirklich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, über viele Jahre hinweg einen totalen Blödsinn gemacht? Also verdammt nochmal, das stimmt doch, was ich gemacht habe. Also ich weiß doch, dass ich recht habe. Ja? Also man ist sich da eigentlich sofort 100% klar. Tauscht sich dann, wenn man sowas sieht im Fernsehen, mit anderen aus. Also ich weiß noch gut, ich habe in der Woche angerufen, in Israel, in den USA, also in Nahost, in Fernost auch. Dem einen habe ich gesagt, Ted, weißt du, kennst du diese Typen, die da im Fernsehen auftreten, die über den Collapse of the Towers was erzählen? Und sagt er, nee, ich kenne die gar nicht. Und der ist noch viel älter gewesen als ich, hätte die Leute eigentlich kennen müssen. Es wurden Leute interviewt, die wir alle nicht kannten. Also wir wurden nicht interviewt. Es ist nicht einmal ein Journalist auf mich zu, obwohl ich eigentlich, kann man sagen, diesen numerischen Standard geschaffen habe, ein Jahr vorher, um solche Sachen zu berechnen. Gut, dann zweifelt man an sich selbst. Und dann geht es los, dass dann einige was sagen und dann werden die diffamiert. Das muss man auch so sehen. Also man ist dann still und erstmal in Schockstarre. Und dann kommt der nächste Punkt. Das ist jetzt keine Entschuldigung, das ist einfach nur eine Erklärung. Ja. Man kompensiert das ganze Drama mit Erfolg woanders. Also es ist dann so passiert, dass ich dann auch die Schnauze voll hatte von Wissenschaft, muss ich ehrlich zugeben. Und dann geht man in die Industrie, da wollte man ja eh schon hin, da kriege ich das 10-fache an Kohle, ja, und habe da halt Kohle gemacht, war da erfolgreich, konnte mich so also super ablenken. Und dann gepaart mit dem ersten Bashing, das einem echt wehtut. Also ich weiß noch gut, ich sage es jetzt mal direkt, mein Schwiegervater, den ich sehr schätze, der Unternehmer ist, von dem ich wahnsinnig viel gelernt habe, also Teil des Erfolges ist dem Sparring mit ihm geschuldet, den habe ich das erklärt und der hat nur gesagt, das stimmt nicht, was du sagst. Ja? Ich habe es selber gesehen, auf ARD, auf ZDF, ja? Da sind Flugzeuge rein, erzähl mir nicht so dummes Zeug. Und dann fragt man sich schon, also wenn der das schon, obwohl der ja einen total gern hat und schätzt und da gegenseitig großer Respekt ist, auch Bewunderung seinerseits in jungen Jahren noch so eine Promotion zu machen und so weiter, wenn dann so einer einen so direkt sagt, ich soll, auf Deutsch sagt, meinen Mund halten, ja, ganz direkt, das aber auch liebevoll meint, ja, natürlich. Was passiert denn dann, wenn ich das laut sage und die Leute es nicht so nett mit mir meinen? Also das ist eine Situation, in der man als junger Mensch sich überfordert fühlt. Und heute, ganz offen gesprochen, wie vorhin ist es auch so ausgedrückt worden, heute ist mir das ehrlich gesagt egal. Also Schäfchen im Trockenen, was sollen sie denn jetzt machen? Mich als Verschwörungstheoretiker diffamieren, das juckt mich nicht mehr. Ja, heute kann ich es machen. Lass uns in diesem Zusammenhang vielleicht auch noch mal von dem berühmt-berüchtigten Wort Evidenz in der Wissenschaft sprechen. Ja, so lautet ja die Überschrift, ne, wann der Anfang vom Ende der evidenzbasierten Wissenschaft. Also als Naturwissenschaftler oder Ingenieurwissenschaftler sage ich mir, ist ja alles auf Empirik basierend. Ja? Also ich brauche Zahlen, Daten, Fakten und sammle die fleißig. Ja? Und wenn man mal so schaut in den Wortstamm Empiria, also vom Altgriechischen, dann ist es ja schon der verinnerlichte Erfahrungsschatz. So ist es definiert. Und jetzt vielleicht auch, was du gemeint hast vorhin, ich habe einfach eine klare Frage mit einem klaren Ja oder Nein in dem Fall beantwortet. Das kann man mir glauben, muss man mir aber auch nicht glauben. Ich habe nicht den Anspruch heute, dass man mir das abnimmt, was ich sage. Aber mal ehrlich, jeder von Ihnen ist auch ein Stück weit Wissenschaftler.
ja, jeder von uns. Und indem er nichts anderes tut, als Dinge zu beobachten. Und es gibt einfach ausschließlich Fälle, wo gesprengt wurde, plangemäß, wo das professionell gemacht wird, um so ein Bauwerk zum Einsturz zu bringen. Da gibt es hunderte von dokumentierten Beispielen. Das ist evidenzbasiert, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist Ihre eigene Beobachtung. Es gibt genauso hunderte von Beispielen, wo durch Brände, auch durch große Brände, Bauwerke zerstört werden. Und wie die danach aussehen, ist in Bild und Material, bewegte Bilder oder einfach nur Fotografien auch festgehalten. Also wissen wir doch alle durch unsere eigene Beobachtung, was ist und können das beobachten. Es braucht nicht mich als Baustatiker, Sie müssen Gott sei Dank ja nicht meine 350-seitige Dissertation lesen, das ist total fad. Ja. Nur Formeln und Zeug, lassen Sie es, ersparen Sie sich. Wenn Sie wissen wollen, wie man sowas genau berechnet, okay, ja, da gibt es aber auch Updates dazu, es ist ja auch schon so lange her, über 20 Jahre, aber das brauchen Sie alles nicht. Ja. Wenn wir eben sagen, wann ist das ganze Thema am Ende, also wann sprechen wir vom Ende der Wissenschaft, wie ich sie jetzt verstanden habe oder wie ich sie definiere, ja, dann ist das nichts anderes als, dass ich diese Beobachtung, die ich selbst mache und mir Zeit lasse, um selbige zu verinnerlichen, das ist Empiria, ja, dass ich die verlasse und komplett ersetze durch die Erzählungen anderer. Dann ist für mich die Wissenschaft am Ende. Und zumindest an dem Tag, am 11. September 2001, hat diese Erzählung mit meinen Beobachtungen und der Beobachtung aller Kollegen nicht mehr, und zwar nicht im geringsten mehr, übereingestimmt. Und als dann meine Kollegen angefangen haben zu sagen, ja, aber es könnte ja doch so sein, da bin ich ausgestiegen und habe gesagt, das kann ich jetzt nicht hören, Leute. Ja, und die anderen, die das nicht mitgemacht haben, haben den Lehrstuhl auch verlassen oder sind in die Industrie, haben sich abgelenkt, haben Kohle gemacht, vielleicht auch Geld verdient, das sind zwei Paar Stiefel, ich sage jetzt mal allgemein gesprochen, Kohle gemacht und haben das Thema nie wieder angesprochen. Meine Damen und Herren, das ist fast für diesen Moment ein guter Schlusspunkt. Es war uns hier wichtig, Ihnen einfach auch mal diesen Punkt, vielleicht ist es eine Art Startpunkt für die Dissonanzen, die wir in unserer Gesellschaft heutzutage spüren, noch einmal zu zeigen und Maximilian zu bitten, aus seiner ganz persönlichen Sicht und seinem ganz persönlichen Erleben darüber zu sprechen. Und du hast vorhin gesagt, und damit kommen wir auch schon hier zum Ende, du hast vorhin gesagt, dass du irgendwann die Lust verloren hast, noch weiter wissenschaftlich tätig zu sein, Wissenschaftler zu sein. Man kann das ja nicht wirklich eigentlich ablegen, aber du bist dann unternehmerisch tätig gewesen. Und ich möchte ganz kurz noch ein ganz kleines Stück, sozusagen, sei es erlaubt, jetzt ein bisschen Werbung für die Akademie der Denker zu machen. Vielleicht nur eine Minute, dass du noch mal kurz erläuterst, was du da tust. Also auch das hatte ich jetzt nicht geplant, aber nein, das war gar nicht es wurde vorher ja schon angesprochen. Also die Sehnsucht nach der Freiheit der Wissenschaft ist in meinem Herzen. Ja, und aus der heraus gab es ja einige Initiativen, auch freie Akademien auf den Weg zu bringen. Eine davon ist eben die Akademie der Denker. Also herzliche Einladung, auch vielleicht nachher nochmal mich anzusprechen drauf. Mehr will ich jetzt gar nicht dazu sagen. Okay. Ja. Also vielleicht nehmen Sie das so mit, meine Damen und Herren. Zeit für eine Stärkung und ich glaube, ich schaue mal rüber, wir haben 60 Minuten, glaube ich, eine Pause. Super. Bitte genießen Sie das, was Ihnen am Labsaal angeboten wird. Bis nachher. Dankeschön. Bitte besuchen Sie auch unsere Webseite und abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter für mehr Informationen. Unsere Arbeit ist nur möglich, weil Sie uns unterstützen. Bank- und PayPal-Account finden Sie unter diesem Video. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Martin Langemann, ich bin Publizist.
geht weiter mit dieser E-Mail. Also auf jeden Fall das Live-Erleben von Persönlichkeiten ist nochmal eine ganz tolle Ergänzung zu den Videos, die man sonst von den Leuten sieht. Die Live-Atmosphäre ist sehr, sehr schön. Und ja, wie gesagt, Themenbereiche, die Hunger auf mehr machen. Es ist eine ganz andere Atmosphäre. Und wenn ich was online gucke, sitze ich da meistens alleine vor. Und hier lerne ich eben auch noch weitere Leute kennen. Nur über Gespräche. Also wir müssen in einen Dialog kommen, der meines Erachtens im Internet fast nicht möglich ist. Und diese Diskussionen, die hier entstehen, die sind bei Online-Veranstaltungen nicht so intensiv. Wir kommen eher aus der Richtung der Medizin oder sind deswegen, sage ich mal, auf den Club der klaren Worte unter anderem aufmerksam gemacht worden. Ich bin sehr angetan und das sind die Dinge, die wir schon immer durch den Kopf gegangen sind, die wurden hier auch beantwortet. Genau, und im Austausch dazu zu lernen. Also Das gängige Gedankengut an der Universität in Einklang zu bringen mit den Rednern hier. Von daher überrascht es mich gar nicht, dass hier nicht so viele jüngere Menschen da sind. Was wir aber brauchen, sind Veränderungen in Deutschland. Jetzt, hier, ganz schnell. Und dafür brauchen wir Mitstreiter. Ich verfolge den Club der klaren Worte schon länger. Ich denke, dass die Themen gut getroffen sind und die Vortragenden sind hochkarätig. Also ich lade Sie herzlich ein, das, was Sie hier sehen, mitzuschreiben. Vera, mein Name, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ich hätte eine Frage an den Herrn Huber. Es ist die Biomacht des Staates, die sich anmaßt, eine Macht auch über die Biologie zu ergreifen, trotz nicht vorhandener evidenter Studien, dass die also sich durchzusetzen versucht.